Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder in Schweden unterwegs und wollen uns weitere Verteidigungsstellungen aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Die sogenannten Skans, die sich ja wie eine Perlenkette an der Grenze zu Norwegen ziehen. Und wir sind auch direkt schon bei einem Bunker hier, bei einem Skan. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal näher an. Ja, wir haben hier wieder eine relativ niedrige Eingangstür. Unter mir auch gleich noch einen zweiten Eingang. Und sogar noch alten Stacheldraht. Hier ist einfach nur so ein Brett. Und hier oben ist so eine Beobachtungsscharte Richtung Straße. Und hier sieht es aus, als ob es hier ein Telefon gegeben hat. Funkanlage, die hier verbaut war, um entsprechend mit den anderen Anlagen zu kommunizieren. Und wenn wir nämlich hier auf dieser Seite rausgehen, haben wir in Front auch schon die nächste Anlage, die wir uns gleich mal eben anschauen. Sieht man jetzt nochmal die Anlage von draußen. Man hat hier jetzt wieder nur so einen kleinen flachen Hügel im Endeffekt. Und hier vorne sind diese Scharten, wo wir gerade eben durchgeschaut haben. Und hier ist dann der Zugang gewesen. Und jetzt versuchen wir mal da drüben in diese Richtung noch zu gehen, was wir da noch finden. Hier ist jetzt noch eine weitere kleine Kammer, direkt hier an der Straße. Und ja, gucken einfach mal, ob wir da unten reingehen können. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, hier sind wir eben gerade reingegangen und das war es hier auch schon. Höchstwahrscheinlich ist das mal zugeschüttet worden und das ist hier vielleicht wie so eine Art Notausgang. Hier sieht man noch ein Stück von einer Trittstufe. Und hier unten ist irgendwie so zugeschüttet. Naja, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Wir uns in Front auf einen wirklich größeren Bunker jetzt mal hier von der Anlage. Man sieht auch hier noch die Tarnung und hier im Prinzip, wo höchstwahrscheinlich ein Maschinengewehr drin war. Man kann an der Seite scheinbar auch noch reingehen. Ganz interessant ist hier, finde ich auch, die Sonne ist heute auch sehr stark, sehe ich auf der Kamera. Diese Klappen hier, um das aufzumachen, kann man ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass das hier noch funktioniert. Das ist auf jeden Fall mal ganz interessant mit diesem Mechanismus. Ne, hier gibt es einen Eingang. So, und da ist auch der Eingang schon. Gibt sogar noch ein bisschen Schnee. So. Jetzt haben wir hier diesen Mechanismus, das wir von außen gesehen haben, und den hätte man jetzt hier oben bewegen können. Aber ihr seht, es funktioniert nicht mehr, das ist festgerostet. Aber eine interessante Funktion.
um diese Klappen auf und zu zu machen. Hier wie gesagt das Maschinengewehr und dann hatte man hier noch eine Luke, um durchzuschauen, aber auch die ist leider fest. Ja, und das ist jetzt hier ein Maschinengewehrbunker in der Anlage. Das ist jetzt hier im Scans 113. Und ja, mal schauen, was jetzt hier noch dazu gehört. Ansonsten werden wir dann auch euch in diesem Video noch ein paar andere zeigen. Hier erkennt man mal ganz gut, ist ein kleines vorgelagertes Stellungssystem. Hier ausbetoniert, dann ist hier ein Graben. Man erkennt das noch leicht. Und da hinten ist die zweite. Ich kann jetzt hier leider nicht rüber, weil das hier abgesperrt ist. Jetzt würde ich ein bisschen näher rangehen. Oder jetzt nicht so ein Grundstück betreten. Ich hoffe, ich zeige es richtig da. Hier. Da geht es hier rum, hier rein und dahin. Also konnte man hier höchstwahrscheinlich auch ein Maschinengewehr oder ähnliches ansetzen. Genauso wie da. Und hatte hier einen Bogen, der in diese Richtung geht. Da drüben ist so eine alte Ruine. Auch schon sehr alt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich eine Mühle oder sowas früher oder ein Wasserwerk, weil da geht so ein Fluss durch. Und ja, das wurde hier dann praktisch in diese Richtung nach unten abgesichert, weil das Gelände steigt hier an über die Straße und das sind die zwei anderen Bunker, wo wir gerade eben waren. Wie ihr erkennen könnt, wir sind jetzt hier auch schon wieder mitten im Wald, aber noch relativ nah an der Straße, weil, jetzt könnt ihr das hier einmal sehen, wir haben hier eine Panzersperre. Und die Panzersperre endet hier an einem ganz besonderen Objekt. Und das wollen wir uns hier mal näher anschauen. Oh, gehen wir hier mal durch. Das kann man überhaupt nicht mehr von oben oder auch von der Straße erkennen. Wir haben hier jetzt eine Panzersperre, die hier straight in den Wald reingeht. Ihr könnt sehen an den Seiten hier zum Beispiel noch. Auch hier gab es mal ein Camouflage, was aufgebracht wurde, damit man das nicht so einfach entdecken kann. Aber im Gegensatz zu den Panzersperren bei uns am Westwall sind hier schon ziemlich lineal und gleich aufgebaut. Also man hat hier scheinbar immer wieder die gleiche Form genommen, so wie das aussieht. Und hat die hier, so wie es aussieht, mit einem Kran oder sowas einfach dann abgelegt an der Position. Und das geht jetzt hier den ganzen Wald durch. Aber das eigentlich Interessante kommt jetzt hier vorne, was nämlich direkt an der Straße ist. Aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht hinlege. Weil das ist wirklich höchst interessant, was wir so auch noch nicht erkannt haben oder gesehen haben, besser gesagt. Wir haben jetzt hier eine Schiene, ein Gleis. Hier sieht man auch unten, sieht das hier aus wie bei einer Bahn. Und hier hat im Prinzip einen riesigen Betonsockel draufgesetzt, der jetzt hier höchstwahrscheinlich auch hier über diese Vorrichtung nach oben gepumpt werden konnte, kann ich mir zumindest so vorstellen, damit man nämlich dieses ganze Objekt hier als Straßensperre verwenden kann. Das ging nämlich damals, als die Straße hier noch nicht neu asphaltiert wurde, hier rüber. Da seht ihr nämlich, da geht die Panzersperre weiter. Und dann wurde das alles hier rüber gezogen auf ein Gleis und dann hier abgelassen. So, dass natürlich hier nicht der Punkt ist, wo die Panzer einfach lockerflockig oder die Fahrzeuge durchfahren konnten, sondern dass es natürlich eine geschlossene Linie bleibt. Und aber solange halt nichts passiert, eigene Kräfte, eigene Fahrzeuge hier durchfahren konnten. Und dann hat man sich dieses System halt einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland am Westwall gab, höchstwahrscheinlich ja. Dass man nicht nur immer eine Sprengung vorgenommen hat, weil so hätte man natürlich easy, wenn der Konflikt vorbei war, und das wieder wegziehen können, hier in die Position bringen und dann hätte man selber die Straße wieder ganz normal befahren können. Ja, und das ist einfach hier, sind das jetzt in dem Moment 2 Betonklötze, ich weiß nicht, ob das mal mehr war.
Ja, und hier ging das Gleisbett im Prinzip weiter nach hier drüben. Und dann konnte man das entsprechend sichern. Hier sieht man auch noch, vorgelagert geht es auch noch weiter. Also sie sind höchstwahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Reihen ist die stark, die Panzersperre. Das ist schon wirklich gewaltig. Sieht man auch noch mal, dass das höchstwahrscheinlich auch getarnt war mit diesen Flöcken. Weil hier oben auch diese, oder nee, das sind hier einfach nur die Bahnschwelle, die man hier noch hingelegt hat. Okay. Vielleicht war das Gleis auch so normal gar nicht durchgängig, dass man einfach provisorisch das dann hingelegt hat, die Schweller hier runtergenommen hat, hingelegt hat, dann die Gleise drüber, also ungefähr so wie hier. Ja, kann durchaus sein. Sehr interessant. Das sind die Gleise hier. Die hat man hier irgendwie wahrscheinlich rausgeholt. Jetzt sehe ich das erst da. Hier hat man das rausgeschraubt. Die Verankerung, das sind die Gleise dafür. Und das sind die Bohlen hier oben. Die Holzschweller hier. Das ist alles schon hier fertig. Ja, das reicht wahrscheinlich aus mit jeder Seite, wenn man die jetzt hier verbindet. Zack. Und hier rüber. Na, guck mal, da ist ja noch eins drin. Das sind 2 übereinander. Da haben sie da noch eins rausgezogen. Da liegt noch ein Gleis oben drauf. Zack, hier rein. Das sind wahrscheinlich Verbindungselemente. Die Straße wurde gar nicht aufgehackt oder das ist egal, wie die Straße aussieht. Das wird über die Straße gemacht. Klasse. Krass. Jetzt geht es hier wieder weiter. Also wir sind jetzt hier an einem neuen Standort angekommen. Wir müssen halt immer so ein bisschen springen. Das ist natürlich nicht eine durchgängige Linie mehr oder vielleicht war es auch nie, sondern halt immer nur an strategischen Punkten, wo es sinnvoll erschien, ja, entsprechende Anlagen zu bauen. Jetzt wird es nochmal ganz interessant, denn jetzt kommt eine Anlage, die nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, sondern zu Zeiten der NATO, also um 1970 wurde das gebaut. Das sind einzelne Schützengräben oder es ist ein Verbund von einem Schützengraben. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ob das rein für Übungszwecke angelegt wurde, um entsprechende Sachen hier halt zu üben, oder ob das wirklich ein in sich geschlossenes Verteidigungssystem war und hier noch eine ähnliche Anlage ja, mit hinzugefügt werden sollte oder vielleicht auch wurde, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich finde dann jetzt leider nur noch sehr wenig Angaben, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze mal hier einfach so von oben an. Also wir hatten jetzt noch mal eben ein paar Informationen bekommen. Wie es zu Anfang schon erwähnt wurde, ist das Ganze nämlich doch zu Übungszwecken errichtet worden, weil in der Vergangenheit, irgendwas um 1913, gab es hier wohl ein Regiment, was hier verlegt wurde, und ab da an wurde das wohl später zum Truppenübungsplatz genutzt, bis in die 70er. Und dieser Komplex ist nämlich einfach mal ja, so ein Übungsbau, wo man halt verschiedene ja, Taktiken und Strategien wahrscheinlich geübt hatte, um ja, sowas halt zu verteidigen, ne? Und ja, wir gucken uns trotzdem jetzt einfach mal den Hauptbunker an. Gehen einfach mal von hier oben runter. Ob wir dann jetzt hier was sehen können. So. Jetzt versuche ich einfach mal. Schon sind wir drin. Also hier ist es jetzt nicht ganz 2 Meter hoch. Und hier ist es auch sehr, sehr niedrig. Oha. Also wir haben das wirklich so komplett
aufgebaut. Und hier ist so eine, ich glaube man nennt das Doom, irgendwie eine Abkürzung hier in dem Bereich SK 16 Doom. Also man hat hier immer wie so eine Art kleine Halle, die hier auch extrem halt. Ja, ist leider schon verunstaltet. Da gibt es viele ähnliche Anlagen. Sieht wirklich krass aus. Mal wieder was komplett anderes. Aber ich weiß nicht, ob das ist ja jetzt eine Übungsanlage, aber es gibt ja auf jeden Fall viele ähnliche Anlagen, die ja aktiv gewesen sind, und was da jetzt im Einzelnen gemacht wurde, ist auch immer unterschiedlich, Kommunikationseinrichtungen etc. pp. Also da gibt es wirklich diverse Bauten. Ja, deshalb kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, was es hier mit auf sich hat. Ja, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen durch den Graben bewegen. Ja, also der Graben ist doch unterschiedlich hoch. Hier ist er jetzt ungefähr so knapp 1,50, 1,60. Steigt da mal an, dann wieder etwas tiefer. Hier habt ihr jetzt mal, das war jetzt nochmal interessant, was jetzt hier im Einzelnen gewesen ist. Ja, einfach nur eine tote Nische, okay. Vermutlich sind dann die regulären Anlagen, also nicht wie hier diese Übungsanlage, wahrscheinlich dann unterirdisch dann noch mehr miteinander vernetzt. Würde ja auch Sinn ergeben einfach. Dass man das jetzt hier nur simuliert hat. Ja Leute, das soll es heute im Prinzip gewesen sein. Mit den verschiedenen Verteidigungsanlagen, die wir jetzt mal so gefunden haben im Zusammenhang mit den Scans. Die letzte Anlage, wie gesagt, hatte damit nichts zu tun, aber war trotzdem mal interessant zu sehen, wie sowas aufgebaut ist. Und diese Grabensysteme gibt es ja in ähnlicher Form schon länger, auch bei den Scans, nur sieht man die zum Teil halt nicht mehr in der Form. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid, und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin.